6. Februar 1918. Der Erste Weltkrieg ist im Gange. Gustav Klimt liegt mit einem Schlaganfall im Krankenhaus. Am 6. Februar stirbt er. Sein Atelier in der Feldmühlgasse in Wien ist zurückgelassen, wie er es an seinem letzten Arbeitstag hinter sich zugesperrt hat. Und Fotografien von Moritz Näher zeigen uns, was genau Gustav Klimt dort bearbeitet hat. Es sind 2 Bilder, 2 große Gemälde, die auf 2 Staffeleien zurückbleiben. Die Braut und Dame mit Fächer. Und dieses Bild Dame mit Fächer können wir nun nach mehr als 100 Jahren in Wien wieder zeigen. Wir haben hier die einzigartige Situation, beide Gemälde, die Gustav Klimt zuletzt vor seinem Tod noch in Arbeit hatte, wieder nebeneinander präsentieren zu können. Die Braut ist seit 1971 schon als langfristige Leihgabe in der österreichischen Galerie Belvedere. Die Dame mit Fächer hat eine ganz andere Geschichte genommen. Sie war seit Jahrzehnten gleichsam verschwunden in Privatbesitz. Sie war nach dem Tod von Klimt in den Besitz der industriellen Familie Böhler gekommen, hat einen verschlungenen Weg genommen. Sie war in der Schweiz, sie war in den Vereinigten Staaten und nach einer Versteigerung 1994 in New York war sie den Blicken der Öffentlichkeit für viele, viele Jahre, Jahrzehnte entzogen. Und nun, 2021, 101 Jahre nach ihrer letzten Präsentation in Wien, ist sie hier wieder zu sehen, im Belvedere, zusammengeführt mit der Braut. Die Fotografie, die Moritz Näher kurz nach Klimts Tod von dessen Arbeitsraum angefertigt hat, zeigt die beiden letzten Gemälde, an denen Gustav Klimt noch gearbeitet hat, vor seinem plötzlichen Tod im Februar 1918. Dame mit Fächer ist ein Bild, das zwar noch etwas unfertig ist, aber kurz vor der Vollendung stand, während die Braut noch in großen Bereichen unbemalt ist. Wir sehen in diesem Gemälde Gustav Klimts Spätwerk in einem Beispiel par excellence. Der ganz lebendige, farbenfrohe Hintergrund mit den aus ostasiatischen Kunstgegenständen entlehnten Ornamenten, Mustern, Farben. Gustav Klimt besaß eine große Kollektion ostasiatischer Gewänder, chinesischer Roben, japanischer Kimonos. Diese Beispiele nahm er als Modelle für seine Gemälde, für die Hintergrundmotive, für die Ornamente. In Dame mit Fächer sieht man zum Beispiel einen großen Phönix, einen Goldfasan, einen Kranich, verschiedene Lotusblüten und andere Pflanzen aus der ostasiatischen Bilderwelt. Gustav Klimt hat diese Ornamente in sehr vielen Spätwerken sehr exzessiv verwendet. Ab 1912 malt er fast in jedem Damenporträt solche Hintergrundmotive zur Dekoration. Das ist durchaus ein Markenzeichen seines Spätwerks und es ist nicht nur das Motiv, das ihn interessiert, sondern es sind vor allem die strahlenden Farben, die markanten Farbkompositionen, die Kombinationen von Komplementärfarben, die ihn interessieren und die er auch 1:1 für seine Gemälde übernimmt. Es ist sozusagen eine logische Weiterführung seiner goldenen Periode mit anderen Mitteln. Statt Blattgold, Blattsilber verwendet er nun die Vorlagen aus seinen chinesischen Roben oder Porzellanfiguren. Die Bildkomposition selbst erinnert dagegen eher an japanische Farbholzschnitte. Gustav Klimt besaß selbst eine größere Sammlung japanischer Farbholzschnitte und im japanischen Farbholzschnitt gab es ein Untergenre, das sich mit Darstellungen schöner, berühmter Kurtisanen Japans beschäftigte, das sogenannte Kurtisanenbildnis. Und man kann durchaus annehmen, dass sich Gustav Klimt von solchen Werken auch inspirieren ließ für seine eigenen anonymen Bildnisse junger Wiener Schönheiten, wie sie die Dame mit Fächer repräsentiert.
Als Modell verwendete Gustav Klimt keine bekannte Persönlichkeit oder industriellen Gattin wie bei seinen Auftragsporträts, sondern es handelt sich wahrscheinlich um ein professionelles Modell oder eine Tänzerin, Schauspielerin, eine junge, moderne Frau, die Gustav Klimt häufig für anonyme Bildnisse auswählte und die eben seine Vorstellungen weiblicher Schönheit, lasziver Erotik augenscheinlich repräsentierten. Dame mit Fächer ist ein Gemälde, das fast vollendet ist. Es dürften noch wenige Stellen nicht ganz fertig gewesen sein. Man sieht das zum Beispiel am Übergang vom Oberarm zum Gewand, wo noch ein breiter Streifen unbemalte Leinwand sichtbar wird, was Gustav Klimt wahrscheinlich noch einmal überarbeitet hätte. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Bild fertig und wirkt eigentlich vollendet. Wir haben in der Ausstellung noch einige Werke, vor allem aus der Sammlung des Belvedere, ergänzend hinzugefügt, an denen man die verschiedensten Stufen von Klimts Arbeitsprozess anschaulich nachvollziehen kann. Von gerade erst begonnenen Werken bis zu halbfertigen und fast vollendeten Bildern. Es ist sehr spannend nachzuvollziehen, wie Gustav Klimt seine Gemälde anlegte, wie er eine Unterzeichnung anlegte, direkt auf die Leinwand die Linien und Umrisse seiner Figuren zeichnete und dann schön langsam, immer beständig abwägend die Farben auftrug, um einen harmonischen Gesamteindruck zu erzeugen. Gustav Klimt ließ sich für seine Gemälde normalerweise sehr lange Zeit. Manche Gemälde waren jahrelang in seinem Atelier, er hat sie immer und immer wieder überarbeitet, bis er zum Schluss wahrscheinlich doch nicht ganz zufrieden war, aber sie doch aus der Hand gab. Gustav Klimt konnte allerdings auch, wenn es die Gelegenheit erforderte, Bilder sehr rasch malen, wie zum Beispiel das Porträt Johanna Staude, das möglicherweise sogar innerhalb eines Tages gemalt wurde. Dieses Bild ist allerdings ein Sonderfall, da es kein Auftragsporträt Johanna Staudes war, sondern wahrscheinlich eine Gelegenheitsarbeit. Das Besondere an Gustav Klimts Gemälden ist, dass tatsächlich kaum ein Bereich seiner Bilder langweilig oder einfach nur dahingemalt erscheint. Er hat sich intensiv mit jedem Strich beschäftigt. Jedes Detail seiner Gemälde hält Überraschungen bereit, ist durchdacht, ist durchdesignt und durchkomponiert. Ich lade euch herzlich dazu ein, genau hinzusehen, die Bilder nicht nur im großen und Ganzen zu betrachten, sondern wirklich die Details der Malerei zu erforschen. Denn hier tun sich bei Gustav Klimt sehr häufig Überraschungen auf, mit denen man nicht gerechnet hätte. Vor allem sehr schön nachzuvollziehen ist, wie Gustav Klimt die Haut seiner Figuren malte. In verschiedenen Pastelltönen, langsam und bedächtig, einen Fleck neben den anderen zu setzen, hellblau, hellgelb, hellgrün, hellblau. Und dadurch erreicht er schlussendlich einen schimmernden, irisierenden Effekt, der die Haut der Figuren richtig glänzen und leuchten lässt.